Ahoi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein bisschen länger nichts gepostet, was zum einen daran lag, dass das Wetter hier immer hervorragend war zum Segeln. Und ich bin mittlerweile in Portugal, in Nazaré gelandet, so dass ich wenig Zeit hatte, neue Videos aufzunehmen. Zum anderen lag es aber auch einfach daran, dass es nicht viel Neues zu sagen gab und ich nicht alle 5 Minuten mit Videos nerven wollte, ohne wirklich was zu sagen zu haben. Im Moment gibt es ein paar Neuigkeiten, deswegen dieses Video. Zum anderen zieht hier gerade eine Warmfront durch und es regnet. Und das passt doch gut zusammen, dass ich euch mal ein Update liefere. Zum einen dazu, dass es neue Empfehlungen der offiziellen Behörden gibt, der spanischen Behörden. Ein bisschen was zu den Erfahrungen, zu den Abwehrmaßnahmen. Nach den Aussichten, wie ich die selber einschätze, für diese Saison werde ich manchmal gefragt. Dazu wollte ich kurz was sagen, genauso wie meine eigenen Pläne. Auch das werde ich immer wieder gefragt, wie ich selber denn vorhabe, weiter zu segeln hier oder mit der Orca-Situation umzugehen. Auch dazu sage ich was. Und kleine Neuerung, ich habe mir Notizen gemacht und habe meine Themen ein bisschen besser strukturiert. Ich habe bis jetzt immer das geplappert, was mir gerade in den Sinn kam. Ich hoffe, man merkt meinem Video an, dass das jetzt eine total tolle Struktur hat. Insofern viel Spaß und ich hoffe, es sind ein paar Dinge dabei, die euch interessieren oder die euch vor allem weiterhelfen, wenn ihr hier segeln wollt. In dem Zusammenhang, wenn das so ist, wenn ich euch weiter oder die Filme euch weiterhelfen können, lasst mir ein Like da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz besonders viel Lust habt, dann spendiert mir ein Bier oder einen Kaffee. Der Link dazu wird wie immer eingeblendet oder steht auch unten in den Kommentaren. Das freut mich natürlich besonders. Und an der Stelle vielen Dank an die, die das bis jetzt schon getan haben. Es ist immer eine kleine Anerkennung, auch wenn es tatsächlich nur eine Kleinigkeit ist, aber es freut natürlich und motiviert, diese Filme zu machen. So, Punkt 1 ist ein Update der offiziellen Empfehlungen der Behörden, also insbesondere hier der spanischen Behörden. Da gibt es eine wesentliche Neuerung im Grunde genommen, und zwar empfehlen die jetzt endlich auch im Falle einer Interaktion die Maschine zu starten, die Segel zu bergen und so schnell wie möglich in Küstennähe zu kommen. Das wird von Meeresbiologen, von anderen interessierten Menschen oder von Leuten, die sich mit der Thematik gut auskennen, schon lange empfohlen. Jetzt hat es auch endlich Einzug gefunden in die Empfehlungen der Behörden. Es gibt ein paar kleinere Sachen, aber das ist eigentlich die wichtigste Empfehlung und das ist auch das, was, denke ich, am meisten Sinn macht. Diese Empfehlung gibt es, wie gesagt, von Meeresbiologen schon lange, zusammen mit der Empfehlung, die 20 Meter Tiefenlinie zu nutzen. Und wenn man das tut und tatsächlich Orcas sieht oder tatsächlich eine Begegnung schon hat, was äußerst unwahrscheinlich ist auf der 20 Meter Tiefenlinie, ist man im Zweifel dann sehr schnell in noch flacheren Regionen, wo die Orcas dann mit ziemlich großer Sicherheit nicht mehr hinkommen werden. Von daher ist das ein ganz guter Tipp, den ihr beherzigen sollt. Es gibt ein paar Dinge, die nicht geändert wurden, die nach wie vor gelten. Solltet ihr eine Interaktion haben, haltet euch von der Reling fern. Der Grund liegt nicht nur darin, dass man natürlich schnell über Bord geht, wenn man an der Reling steht und das Schiff einen riesen Ruck erfährt. Der Hauptgrund liegt eigentlich darin, dass die Orcas immer mal wieder auftauchen und interessiert gucken, was da auf dem Boot so passiert. Ich halte das auch für eine Art spielerisches Verhalten, ähnlich wie ein Hund mal zwischendurch guckt, wie sein Spiel denn so ankommt. Habe ich bei den Orcas tatsächlich aus eigener Erfahrung dasselbe Gefühl gehabt. Und wenn ihr euch eben nicht sehen lasst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ihr Interesse an euch oder eurem Boot verlieren. Ansonsten Fotos machen, auch das gilt weiterhin. Das hilft den Wissenschaftlern einzuschätzen, wo die Tiere sind, wo sie sich bewegen.
Und auch noch mal, was viele nicht wissen, es gibt tatsächlich eine Verpflichtung, Zwischenfälle zu melden. Grade in Spanien ist das wohl oft nicht passiert, weil dann Leute ihre Schäden unter der Hand irgendwie haben machen lassen und die das komplett gar nicht gemeldet haben. Es gibt tatsächlich eine Verpflichtung dazu. Ich wollte es mal erwähnt haben. Ja, Erfahrungen zu den einigermaßen erfolgreichen Abwehrmaßnahmen, abgesehen von einigen exotischen Maßnahmen wie einem langen Rohr, das Leute sich ans Heck ihres Schiffs gedübelt haben und mit dem Hammer davor gehauen haben, was offensichtlich auch funktioniert hat, scheint es so zu sein, dass die Cracker und Sand die Maßnahmen sind, die am besten helfen. Meiner Meinung nach sind die nicht allzu effektiv, weil sie bedingen, dass man die Orcas vorher kommen sieht. Und das passiert eben oft nicht. Man erfährt erst davon, dass sie da sind, indem es einen großen Ruck im Schiff gibt. Dann nutzen die Maßnahmen nicht mehr allzu viel. Also ein Cracker oder Cracker vielleicht, weil es gab auch schon mal Fälle, wo so eine Interaktion 2 Stunden gedauert hat. Da können die Cracker natürlich helfen, das vorzeitig zu beenden. Bei dem Sand ist es so, das haben ja Fischer erfunden sozusagen und die haben große Mengen an Sand dabei, Eimer und säckeweise. Den Platz haben wir auf dem Segelboot üblicherweise ja gar nicht. Und eine Butterbrotdose oder ein Plastikbeutelchen voller Sand dabei zu haben und den ins Wasser zu streuen, die Mühe könnt ihr euch sparen, weil bei der Strömung und den Verwirbelungen im Wasser ist der Sand so schnell verschwunden, dass er keinen Nutzen hat. Dazu kommt, dass ich in einem Interview mit dem Renaud de Stefanis gerade noch gelesen habe, dass die Tiere sich offensichtlich auch gar nicht mehr so sehr darum kümmern und sich davon nicht ablenken lassen. Das sind seine Beobachtungen. Der ist jeden Tag mit Poten draußen. Die testen solche Dinge auch. Der Renaud hat es selber mal empfohlen, jetzt offensichtlich nicht mehr. Muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Ich werde mir keinen Sand aufs Schiff stellen. Ich denke, dass die Vermeidungsstrategie nach wie vor die beste ist und das ist auch eigentlich mein wichtigster Punkt bei den Empfehlungen. Vermeidet Gebiete, wo Orcas sind. Die Telegram-Gruppe, zum Teil auch die Facebook-Gruppe oder die frühere WhatsApp-Gruppe, die sind da sehr gut. Da sind sehr aktuell sämtliche Beobachtungen zu finden, wo Orcas gesichtet wurden, wo es zu Interaktionen kam, aber auch, und das halte ich für wichtig, wo eben keine Interaktionen stattgefunden haben, weil Leute, die ein bestimmtes Stück an der Küste entlang gesegelt sind, das dort kommunizieren, zu welcher Zeit, an welchem Tag sie wo gesegelt sind. Und das gibt einem natürlich ein ganz gutes Bild davon, wie die Situation gerade ist. Dazu kommt, dass es jetzt ja seit einigen Wochen gelungen ist, 5 oder 6 Tiere, ich weiß es nicht genau, zu taggen mit GPS-Chips. Und man die per Satellit also sehr gut tracken kann. Die Fotos dazu, die Satellitenfotos, gibt es auf einer Karte. Den Link dazu stelle ich euch unten in die Notizen. Auch das hilft natürlich einzuschätzen, wo die Tiere sind und wo man gerade idealerweise sich dann nicht aufhält. Barbate ist immer noch ein Hotspot. Ein Teil der Tiere hat sich offensichtlich ein bisschen nördlich schon bewegt. Das sieht man sehr schön auf der aktuellen Karte. Aber auch für Barbate gilt, rund um die 20-Meter-Linie scheint es einigermaßen sicher zu sein. Da müsst ihr eben sehen, wie ihr damit klarkommt, wie sicher ihr euch im Handling seid. Das ist ja nicht immer ganz ohne, so nah an der Küste zu fahren. Aber jetzt im Sommer sollte das eigentlich gehen, ohne da in eine gefährliche Situation zu kommen. Was südlich von Barbate noch wichtig ist, ist, da stehen sehr viele Fischernetze dann küstennah, die man dann wiederum umfahren muss. Aber auch dazu gibt es Informationen
in der Telegram-Gruppe und deswegen nochmal mein Tipp, das ist wirklich das wichtigste Mittel. Der Rui Alves, der diese Gruppen gegründet hat, ist da sehr umtriebig, der pflegt die Gruppen sehr gut, der guckt, dass da kein Spam landet, dass die Leute sich nicht gegenseitig mit irgendwelchen Hasskommentaren überwerfen, wie das gerne in solchen Gruppen mal der Fall ist. An der Stelle schönen Gruß an den Rui, der meine Filme offensichtlich sich immer ansieht. Also schöne Grüße, vielen Dank für deine Mühe, die du dir da machst. Und wie gesagt, nochmal, ich glaube, diese Gruppen sind eins der wichtigsten Hilfsmittel, die es gibt, neben jetzt neuerdings den GPS-Chips. Was weiterhin nach wie vor gilt, ist natürlich die Orkinos-App, die tagesaktuell über Begegnungen, über Sichtungen, bestätigte und unbestätigte Sichtungen, aber auch eben Begegnungen berichtet, die auf einer Karte dann auch nachzulesen sind. Das ist eine gute Ergänzung zu dem, was man in den Gruppen liest. Genauso wie die GT Orcas Gruppe oder auch die von der Cruises Association in England. Die Links dazu stelle ich euch auch nochmal unten rein. Es hilft natürlich, so viel Informationen wie möglich zu haben und deswegen nutzt die gibt es mittlerweile und ich glaube, das kann dazu beitragen, dass die ganze Situation sich ein bisschen entspannt und damit sind wir im Grunde genommen auch schon beim nächsten Teil. Die Frage, die mir oft gestellt wird, wie die Aussichten für diese Saison sind. Ich hatte zu dem Thema schon mal einen Teil aufgenommen im April, wo ich gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass die Zahl der Interaktionen zunehmen wird, einfach weil es damals noch so war, dass bis dahin 16 Tiere dieses Verhalten zeigten, die Gesamtpopulation aber aus ungefähr 50 Tieren besteht und die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch ist, dass die anderen das auch noch lernen. Mittlerweile ist es aber so, dass immer mehr Segler sich an die Tipps und Empfehlungen halten, sodass ich die Hoffnung habe, dass die Anzahl der Interaktionen tatsächlich vielleicht auch zurückgeht, auch wenn mehr Tiere das Verhalten erlernen werden. Und je mehr Leute sich an die Empfehlungen halten, und je weniger Interaktionen es gibt, desto eher, glaube ich, verlieren die Orcas das Interesse daran. Meine Meinung ist immer noch, dass es ein spielerisches Verhalten ist, kein aggressives Verhalten. Da bin ich mir mittlerweile sicherer als vorher. Und es gibt andere Orca-Populationen in anderen Ländern, in Norwegen zum Beispiel, da haben die angefangen mit Seetang zu spielen, haben die an ihrem Körper entlang gleiten lassen oder in einem, ich weiß leider gerade nicht mehr, in welcher Region das war, da haben die mit Quallen gespielt, die aber nie gefressen, die haben wirklich mit denen einfach gespielt und das haben die eine Zeit lang gemacht und haben irgendwann das Interesse verloren. Der Renaud de Stephanis, der Meeresbiologe, nennt das eine Marotte. Die Tiere sind nun mal sehr intelligent, ohne dass wir wissen, wie ihr Gehirn genau funktioniert, weil das kann man nicht einfach mal unter das MRT legen, so ein riesen Orca, um das beobachten zu können. Offensichtlich haben die solche Marotten, wie auch Menschen die haben und hören irgendwann wieder damit auf. Und je weniger Anlass wir denen geben, ihre Marotten zu pflegen, glaube ich, desto eher werden sie ihr Verhalten wieder ändern. Und das ist meine Hoffnung für die Zukunft. Ja, ich wechsle mal ein bisschen die Locations hier hin und her. Es hat vorhin dann plötzlich so stark geregnet, dass ich mal unter Deck gehen musste, sonst hättet ihr mich wahrscheinlich nicht mehr verstanden, was natürlich unfassbar schade wäre. Aber jetzt geht's wieder. Mal ein aktueller Blick, falls es jemanden interessiert. So sieht es in Nazaré gerade aus. Völlig untypisch für die letzten Wochen. Sehr grau, regnerisch, aber wie gesagt, es geht eine Warmfront durch und da sieht das halt üblicherweise so aus. Die wird aber morgen auch durch sein. Und von daher ist alles wieder gut. Aber das eigentliche Thema, Punkt 4, ist meine eigenen Pläne, nach denen ich ab und zu gefragt werde, ist,
was ich machen werde. Und die Antwort ist, ich hau ab. Das ist natürlich, es ist nur teilweise richtig, aber irgendwie schon. Ich habe tatsächlich ein paar berufliche und private Dinge in Deutschland zu erledigen. Insofern muss ich mal nach Hause. Ich habe das aber jetzt auf den Juli gelegt, da es die letzten Jahre eigentlich immer so war, dass die Orcas, die ja dem Thunfisch folgen, im Juli Richtung Norden gezogen sind und ich die Zeit nutzen werde, dann eben meinen Kram zu Hause zu erledigen. In der Hoffnung, dass wenn ich Ende Juli wiederkomme, die Orcas dann oben an der Küste, an der galizischen Küste sind. Es war ja am Ende des letzten Jahres dann tatsächlich so, dass ein Großteil aller Angriffe da oben stattgefunden hat, eben weil die Tiere sich auch vermehrt da oben aufgehalten haben. Insofern ist das für mich die beste Vermeidungsstrategie, gar nicht zu segeln. Das passt natürlich nicht jedem in seinen Plan. Bei mir geht es gerade ganz gut. Ich werde aber, wie gesagt, Ende Juli zurückkommen, weiter Richtung Süden segeln, erstmal Richtung Lissabon, dann Faro, also die Algarve, da eine Zeit lang verbringen und von da aus Richtung Mittelmeer. Für diesen Teil bis dahin werde ich mich an das halten, was ich selber hier in den Videos immer erzähle. Ich bin aktives Mitglied in der Telegram-Gruppe von dem Rui. Ich weiß recht genau, wo die Tiere gerade sind, wo Leute gesegelt sind, wo es keine Sichtungen und auch keine Begegnungen gegeben hat. Ich kenne die Satelliteninformationen mit den jetzt getagten Orcas. Insofern mache ich mir da keine Sorgen. Die 20-Meter-Linie einzuhalten für meine weitere Reise ist auch nicht so ein Problem. Ich habe das eigentlich die ganze Zeit jetzt schon praktiziert an der portugiesischen Küste, einfach testweise, obwohl es hier nicht wirklich nötig gewesen wäre. Das geht ganz gut. Die 20 Meter Tiefenlinie befindet sich immer so 1,5, 2 Seemeilen von der Küste entfernt. Und die kann man einhalten, ohne in große Probleme zu kommen oder in eine Legerwall-Situation oder ähnliches. Das ist in Nordspanien ein bisschen anders. Da ist es teilweise schon schwierig, die 80 Meter Tiefenlinie einzuhalten. Einfach weil die Küste sehr steil dort abfällt. Ich habe das versucht mit der 80 Meter Linie. Das ist gerade mit Dünung aus Westen nicht immer einfach, weil die Wellen dann reflektieren an der Küste und man schon sehr shaky dann unterwegs ist. Da muss jeder selber gucken, wie nah er rankommt, das mit dem Wetter abgleichen. Wenn es keinen Seegang gibt und wenig Wind, dann kann man da vielleicht auch noch mal näher ran. Fragt euch das selber, was ihr euch zutraut und was ihr eurem Boot zutraut. Für da oben im Norden, wie gesagt, ab Portugal geht das ganz gut, dass man sich an die 20 Meter Linie hält. Ich werde das so machen und euch weiter berichten, wie erfolgreich ich damit gewesen bin. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die ich unterwegs hier bei meinem eigenen Turn kennengelernt habe, die schon weiter sind als ich und die schon an der Algarve oder auch schon im Mittelmeer sind, die das genau mit diesen Hinweisen aus den Gruppen und mit dem Tipp der 20 Meter Tiefenlinie gut geschafft haben, die selbst an Barbate gut vorbeigekommen sind, wo immer noch der Hotspot ist. Also meine Hoffnung ist, dass das für mich auch so gehen wird. Eine 100%ige Sicherheit gibt es da nie. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das so sein wird. So, dann erstmal danke fürs Zugucken. Nochmal, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp herausziehen konntet, der euch hilft, freue ich mich über ein Like oder ein Abo, wie immer. Und ich habe gerade mal einen Blick in meine Pantry geguckt. Meine Biervorräte gehen zu Ende. Ich freue mich über eine Bierspende oder einen Kaffee oder was auch immer. Den Link blende ich natürlich auch noch mal ein und auch der steht in den Kommentaren. Ansonsten Ahoi und ich melde mich dann, wenn ich was Neues zu erzählen habe. Danke, ciao.